Willkommen zum Service-Video von Guinant. Heute geht es um die Teile, die wir im Rahmen einer Werksrevision regelmäßig austauschen. Werksrevision bedeutet Revision nach den Werkstandards von Guinant. Das umfasst immer eine Revision des Werks als auch eine Überholung des Gehäuses und seiner Bestandteile. Ich habe deshalb hier mal alle Teile zusammengestellt, die typischerweise bei einem automatischen Chronographen ausgetauscht werden. Fangen wir mal auf der linken Seite an beim Uhrwerk. Beim Uhrwerk tauschen wir immer das Federhaus mit der Feder, weil die Feder im Federhaus ein Verschleiß ausgesetzt ist und das Federhaus gegebenerweise auch. Deshalb machen wir das immer zusammen. Das zweite Verschleißteil ist das Kugellager des automatischen Aufzugs. Das ist das Teil hier. Man kann das sehen. Das ist ein Miniaturkugellager und das lagert den sogenannten Rotor. Das ist im Verlauf der Jahre erheblichen Belastungen ausgesetzt, insbesondere nicht nur durch die Bewegung, sondern auch durch Stöße und gewinnt immer mehr Höhenspiel. Und damit sinkt die Aufzugsleistung so weit ab, dass dann irgendwann sogar der Rotor schleifen kann. So, das letzte, sehr unscheinbare Bauteil, aber sehr, sehr wichtig, weil es ein integraler Baustein des automatischen Aufzuges ist das sogenannte Wechselrad hier. Das ist im Prinzip eigentlich das Teil, was aus der Bewegung des Rotors den Aufzug der Feder im Federhaus steuert. Das Teil ist eine Art von Kupplung und diese Kupplung sorgt dafür, dass der Kraftfluss sozusagen unterbrochen ist, wenn der Rotor nicht aufzieht, beziehungsweise dass das Uhrwerk den Rotor nicht dreht. Das unscheinbare Teil verschleißt natürlich durch jede Bewegung und muss bei einer Revision immer ausgetauscht werden. So, dann kommen wir auch schon, was die Teile des Uhrwerks angeht, zum Ende. Bei Handaufzugswerken wird nicht das Federhaus getauscht, sondern das ist eine Feder aus dem Handaufzugswerk. Die Feder wird ausgetauscht im Federhaus. So. Zum Gehäuse. Ich habe hier ein Leergehäuse liegen, damit ich zeigen kann, wo die einzelnen Teile verbaut werden. Fangen wir einfach mal an auf der Rückseite. Das ist der Bodendeckel und der Bodendeckel hat eine Dichtung. Die liegt in dieser Nut und dichtet das Gehäuse gegen die Umgebung ab. So, und dann gibt es eine zweite Dichtung. Das ist die Dichtung zwischen dem metallenen Teil des Bodens und dem Saphirglas. Und das ist die Glasdichtung. Die sieht man normalerweise eigentlich gar nicht, weil sie hellweiß ist. Die ist jetzt schon deutlichst gealtert. Und zwar wahrscheinlich durch Schweiß und andere Chemikalien, die auf der Haut waren. Und diese Dichtung presst das Glas sozusagen in den Metallring ein. Die wird auch getauscht. Und damit kommen wir auf die Vorderseite. Auf der Vorderseite haben wir dasselbe im Prinzip. Wir haben hier die Lagerung des Saphirglases. Das ist das Saphirglas. Und das Saphirglas wird durch eine solche Glasdichtung hier gehalten. Die altert im Wesentlichen nicht nur durch Chemikalien, sondern auch durch den Einfluss von UV-Licht. Und wenn so eine Dichtung kaputt geht, dann führt das nicht nur zu einer Undichte, sondern kann im Extremfall auch dazu führen, dass das Glas nicht mehr richtig hält. Deshalb wird das getauscht. So, jetzt gehen wir zu den Bedienelementen. Hier ist keine Krone montiert bei dem Gehäuse. Hier schaut man in den Tubus rein, also das Teil mit dem Gewinde bei einer Uhr mit verschraubter Krone, auf das sich die Krone aufschraubt. Und wenn wir eine Revision machen, dann wird entweder der komplette Tubus getauscht, wenn erforderlich, oder die Dichtung im Tubus. Man sieht sie hier, das ist eine rote aus einem neuen Gehäuse. Hier sieht man das Pendant aus einem Gehäuse für eine Uhr, die schon
mehrere Jahre im Einsatz war, das wird getauscht. Und die komplette Krone. Warum macht man das? Relativ einfach, so eine Krone eines automatischen Uhrwerks oder für ein automatisches Uhrwerk hat nicht nur eine Dichtung hier innen drin, sondern hat vor allen Dingen eine Art von gefederter Verlängerung der Aufzugswelle. Man entschuldige mir, dass ich hier kein Fachchinesisch spreche, sondern das versuche so bildhaft wie möglich darzustellen. Und da ist ein sehr feiner Sechskant hier innen drin, der je nach Bedienung mit der Zeit verschleißt. Deshalb tauscht man immer die Krone und nicht nur die Dichtung der Krone. So, dann haben wir hier die Drücker. Und man sieht, man kann die auseinandernehmen. Auf der Innenseite, das sind hier geschraubte, das heißt, man kann die aufschrauben und dann kommen alle Einzelteile auseinander. Und in den Drückern sind kleine Dichtungen drin. Hier sieht man diese Dichtungen, die tauschen wir selbstverständlicherweise auch. Wenn ein Drücker beschädigt ist, dann muss der ganze Drücker getauscht werden. Aber im Regelfall reicht es, wenn diese Dichtungen hier getauscht werden. Und natürlich immer auch entsprechend wieder neu geschmiert, sodass der Drücker wieder leicht geht und insbesondere leicht zurückfedert. Denn das macht eine kleine Feder im Drücker. Die muss sehr leicht gehen. So, jetzt haben wir eigentlich im Wesentlichen alle Teile aufgezählt, die wir im Rahmen von so einer Revision austauschen. Mir ist wichtig zu erklären, eine Werksrevision bedeutet immer Teil im Uhrwerk, Teil im Gehäuse. Eine Revision nur des Uhrwerks, die kann man natürlich deutlich mit weniger Aufwand machen, aber es macht aus unserer Sicht, aus Guinand-Sicht, wenig Sinn, eine Uhr komplett zu zerlegen und dann die Teile, die am ehesten altern und die dafür sorgen, dass die Uhr gegen Umwelteinflüsse geschützt ist, also alle Dichtungen, dass die nicht getauscht werden. Deshalb legen wir Wert darauf, dass wir das alles tauschen, sodass die Uhr am Ende auch wieder richtig wasserdicht ist und vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig, von den Bedienelementen, Krone etc. wieder so läuft wie am Anfang.